Nun, sie wollen nicht zurückkommen. Sie sind so groß, ihre Energie ist jetzt so gewaltig, dass sie ihre Schwingung oder ihre Frequenz oder ihr Bewusstsein nicht verringern wollen, um in eine physische Form einzutreten. Denn selbst als du und ich auf die Erde inkarnierten, brachten wir nicht unsere ganze Seele mit. Wir können nur Teile mitbringen, die hilfreich sind und Teile, die Heilung suchen. Denn wir würden verrückt werden, wenn wir unser gesamtes Bewusstsein mitbrächten. Aber eine unglaubliche Expansion, denn Mitgefühl ist es, was aufgestiegene Meister schafft. Und Selbstmitgefühl. Also, du bist eine alte Seele und ich denke, der Planet besteht ungefähr zu 50% aus alten Seelen und zu 50% aus jungen Seelen. Und jüngere Seelen lernen Mitgefühl, ältere Seelen lernen Selbstmitgefühl. Ich möchte Marie Menucheri in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Marie? Mir geht es großartig, Alex. Danke, dass ich hier sein kann und für deine Unterstützung, die uns hilft, bewusster zu wachsen. Ich schätze deine Arbeit sehr. Oh, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich schätze auch die Arbeit, die du leistest. Du machst das schon viel länger als ich, etwa 15 Jahre. Wie gesagt, 25. 25 Jahre Energiebranche, aber 15 Jahre beim Radio. Ja, vom Radio. Das ist unglaublich. Wie gesagt, wir haben das Glück, ständig mit einigen der faszinierendsten Menschen sprechen zu dürfen. Manchmal kneife ich mich selbst und denke, wirklich? Eine Stunde? Ich bekomme 2 Stunden, um mich hinzusetzen und alles zu fragen, was ich möchte. Das ist großartig. Es freut mich sehr für dich, dass du neue Freude an deinen Tätigkeiten findest, was ein Gewinn für uns alle ist. Ja, genau deshalb schätze ich es, dass du in der Sendung bist. Ich lud dich ein, weil deine Fähigkeiten einzigartig in dem Sinne, dass du ein Medium bist, aber du konzentrierst dich auch darauf, Verbindung zu geliebten Menschen im Jenseits aufzunehmen und nicht nur selbst, sondern auch anderen dabei zu helfen. Wir werden gleich noch tiefer in diesen Kaninchenbau eintauchen. Aber zuerst, wie war dein Leben, bevor du in den Wahnsinn eintauchtest, den ich als Medium-Dasein bezeichne? Kamst du etwa mit „Ich sehe tote Menschen" zur Welt? Ich bin nicht mit dem Wissen um diese Fähigkeit auf die Welt gekommen. Meine Familie entsprach ziemlich dem Durchschnitt, streng katholisch mit 5 Kindern. Meine Eltern hatten eigentlich vor, mit der Geburtenkontrolle zu beginnen, um keine weiteren Schwangerschaften zu riskieren. Doch dann wurde mein jüngster Bruder in seinen frühen Jahren sehr krank und musste immer wieder ins Krankenhaus, über einen Zeitraum von etwa 1,5 Jahren. Meine Eltern waren beide tiefgläubige Katholiken und standen vor einem Dilemma. Sie wandten sich an ihren Priester und er teilte ihnen mit, dass sie exkommuniziert werden würden, sollten sie Verhütungsmittel verwenden. Ich glaube, der Priester sagte, meine Mutter würde exkommuniziert, nicht aber mein Vater. Natürlich nicht, denn er ist ein Mann und so funktioniert die Kirche eben, nicht wahr? Ja. Also trafen meine Eltern die schwere Entscheidung, die Kirche zu verlassen. Ja, und nicht lange nachdem sie sich scheiden ließen, änderte sich ihr Leben grundlegend. Sie begannen, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Meine Mutter, die tief religiös war und ihre Tagebücher immer mit Liebe, heilige Jungfrau Maria einleitete, hatte eine katholische Schule besucht. Als sie aufhörte, auf Gott wütend zu sein, vertiefte sie sich in Bücher über Spiritualität und ließ diese spirituelle Energie in unser Zuhause einfließen. Also hatte ich schon als Kind Zugang dazu, wahrscheinlich mit 7, als sie begann, also Zugang. Meine Mutter hatte Freunde mit neuen Denkansätzen und zog uns mit in ihr Leben. Manchmal am Wochenende wusste ich Bescheid, aber ich wollte normal sein. Ich wollte nicht abgehoben sein. Ich hatte kein Bestreben dazu, also heiratete ich einen Ingenieur und besuchte die Krankenpflegeschule. Während meiner Arbeit als Onkologie-Krankenschwester in Seattle begann ich unerwartet, Dinge zu hören, sehen und fühlen sehr intensiv. Ich hatte mit Meditation angefangen. Zudem erlebte ich Tachykardie-Episoden im Krankenhaus. Mein Herz schlug rasend schnell. Der Kardiologe meinte, es sei stressbedingt. Nachdem er wochenlang Tests gemacht hatte und alles in Ordnung war, entschied ich mich, mit der Meditation zu beginnen. Das war meine allererste Erfahrung, die nicht schnell endete, die nicht wegen irgendeines äußeren Ereignisses passierte, sondern einfach, weil ich meine Augen schloss und meinen Geist beruhigte, war für mich sehr bedeutsam. Und von diesem Moment an, während ich im Krankenhaus bin, höre ich, wie die Organe meiner Patienten zu mir sprechen. Ich kann ihre früheren Leben sehen. Ich kann erkennen, welche Medikamente bei ihnen wirken werden und welche nicht. Und letztendlich, weil es mir so viel Spaß machte, denke ich, weil ich mit spirituellem Bewusstsein aufgewachsen bin, hatte ich keine Angst und mein Leben wurde tatsächlich ruhiger und entspannter. Einfach meinen Weg zu gehen, ließ mein Leben funktionieren, auch wenn es seltsam und anders ist im Vergleich zu anderen Menschen.
Ich suchte meinen Vorgesetzten auf, da ich meistens als Stationsleiterin arbeitete. Ich fürchtete mich so sehr davor, auf die Worte der Leber eines Patienten zu achten, dass ich hatte Angst, nicht rechtzeitig den Notfallcode zu senden, was die Aufgabe der Stationsleiterin ist. Notfallteam rufen, Rettungswagen holen, mit Reanimation beginnen, bis der Rest eintrifft. Also sprach ich mit ihr über mein Problem, in der Annahme, sie würde mich suspendieren. Ich dachte, sie würde eine psychische Untersuchung verlangen, was ich auch erwartet hatte. Zu der Zeit war ich verheiratet, hatte aber meinem Mann nichts von meiner Situation erzählt. Ich hielt es geheim, teilte es nur mit Meditationsfreunden, Krankenschwestern und meiner Vorgesetzten im Krankenhaus, die zu meiner Überraschung erfreut waren, dass ich Energie sehen konnte. Dann begann ich, unsere Patienten mit meinen Händen zu behandeln. Ich war ziemlich überrascht, dass Dr. Sandman, das war tatsächlich sein echter Name, unser interner Therapeut, Psychotherapeut, mich nicht befragen oder eine psychische Untersuchung bei mir durchführen würde. Das hatte mir wirklich Angst gemacht. Und ein paar Tage später legte ich bewusst meine Hände auf, denn ich hatte Hunderte von Patienten berührt, vielleicht sogar Tausende, aber nicht mit einer Absicht, nicht ohne ein Stethoskop oder um den Puls zu fühlen oder eine Injektion zu setzen. Es war anders oder Klammern oder Nähte zu entfernen. Ich erinnere mich, da war ein Patient, der auf unsere Station verlegt wurde, ein chirurgischer Patient, sie litt unter postoperativen Schmerzen und musste länger im Krankenhaus verbleiben, wodurch kein Platz mehr auf der chirurgischen Station war. Daher kam sie auf unsere Station. Ich betrat ihr Zimmer und fragte, ob ich meine Hände auflegen dürfe, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet. Ehrlich gesagt, wusste ich nicht mal, was ein Schocker ist. Ich schloss die Tür fest, um ungestört zu sein und keine Fragen zu meinem Tun zu bekommen. Ich legte meine Hände auf sie und erblickte wunderschöne, leuchtende Kugeln, die sich von ihrem Kopf bis zum Beckenboden entlang ihres Körpers aufreihten. Ihre Organe sprachen zu mir. Nach ihrer Hysterektomie war ihr Körper traurig. Obwohl sie das Alter für eine Schwangerschaft überschritten hatte, bedauerte ihr Körper, keine Kinder mehr gebären zu können. In einem mentalen, telepathischen Dialog mit ihrem Körper teilten wir beide unsere Tränen. Wir hatten beide unsere Augen geschlossen. Aber für einen Moment öffnete ich meine und sah, dass auch sie Tränen vergoss. Ich erlebte Unglaubliches. Am nächsten Tag wurde sie entlassen, schmerzfrei. So begann meine Karriere. Doch ich war in einer Vollzeitstelle, sehr beschäftigt. Energieheilkunde-Praxis, wo ich innerhalb weniger Jahre erkannte, dass ich auch ein Medium bin. Mit Kunden weltweit seit rund 25 Jahren. Okay, also du hast gesagt, dass du aufgrund deiner ganzen Ausbildung und sozusagen deiner Erziehung in diesem Umfeld, als dies begann, du nicht ängstlich warst, denn zu diesem Zeitpunkt hast du einfach mehr Energie gehört oder gesehen und Energie gefühlt und wie Organe zu dir sprechen hörtest. Um ehrlich zu sein, das klingt seltsam, merkwürdig und ich verstehe, warum du dachtest, du bekämest eine Psyche. Val, ich verstehe das vollkommen. Es ist schockierend, was sie gesagt hat. Ich bin total umgehauen. Ich habe sie tatsächlich Jahre später in meiner Radiosendung interviewt, weil sie jetzt als Direktorin arbeitet. Sie leitet ein Krebszentrum in der Gegend und war entscheidend bei der Entdeckung natürlicher Kollagenanwendungen. Ja, sie ist wirklich außergewöhnlich. Sie ist mir sehr ähnlich aufgewachsen, was ich nicht wusste, und daher wusste sie, was vor sich ging. Als du erstmals deine Medialität entdecktest, ich frage Leute oft, also hast du mal eine verstorbene Person im Raum gesehen? Hast du sie sprechen gehört? Das bleibt befremdlich. Auch mit deiner Ausbildung kommst du plötzlich ins Grübeln, Oma. Bob, du gingst erst vor einem Jahr. Was ist los? Du bist so lustig, wirklich. Alles drehte sich um meine Krankenpflegekarriere. Meine Familie, die sehr ganzheitlich denkt, war nicht glücklich über meine Entscheidung, examinierte Krankenschwester zu werden. Meine Mutter brachte uns zu chinesischen Kräutermedizinern und Akupunkteuren, bevor sie uns zum Arzt führte. Und als ich sagte, dass ich Schulmedizin studieren wollte, war meine Herkunftsfamilie damit nicht einverstanden. Aber dennoch, die Krankenpflege hat mir gefallen. Und jede abgefahrene, interessante, psychische Erfahrung, die ich bis heute mit mir trage, begann im Krankenhaus und der allererste Moment, in dem ich eine Ahnung hatte. Eine verstorbene Person war im Raum. Es war mein erster Tag nach dem Krankenpflegeschulabschluss
und ich begleitete eine erfahrene Pflegekraft, die mir die Routine beibringen sollte. Jemand war auf der Station gestorben und sie wollte mir zeigen, wie man den Leichnam für die Überführung in die Leichenhalle vorbereitet. Ich trat in den Raum, hörte zu, beobachtete und half, den Körper auszuziehen und zu reinigen. Doch mein Blick war ständig zur Decke gerichtet. Ich dachte, die Seele der Frau sei dort oben, nicht in ihrem Körper. Also sagte ich sogar zu der Stationsleitung, die mich unterwies, ich sagte, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass die Frau an der Decke ist? Denn ich bin jemand, der ziemlich direkt und offen ist, ganz ehrlich. Und sie meinte nur so, oh ja, wahrscheinlich, und hat mein ständiges Starren an die Decke einfach ignoriert. Das war also mein erster Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich fühlen konnte. Energie verließ den Körper, schon bevor ich wusste, dass ich intuitiv bin, bevor ich in der Onkologie tätig war. In meinem zweiten Jahr führte ich Heilbehandlungen durch. Ich bildete mich im Krankenhaus selbst weiter, berührte hunderte Patienten und lernte eigenständig mit Energie zu arbeiten. Eines Morgens ging ich den Krankenhausflur entlang und bemerkte etwas. Als visueller Mensch erkannte ich ein kobaltblaues Gewebe, das 1,5 Meter über dem Boden schwebte. Im Krankenhaus gab es sehr hohe Decken. Und ich war nicht überrascht, denn ich hatte schon seit ein paar Jahren seltsame, verrückte Dinge gesehen. Also starre ich auf dieses kobaltblaue Gewebe und ein Kopf taucht durch den Stoff einer Frau auf. Sie hat graue Haare, zurückgebunden. Sie sieht, wenn ich ein Alter schätzen müsste, vielleicht Ende 70 oder Anfang 80 aus. Und sie spricht zu mir. Und wenn Wesen zu dir sprechen, dann sprechen sie mental, telepathisch. Es kommt einem einfach in den Kopf. Sie sagte, würdest du bitte mit meinem Sohn reden? Und ich antwortete ihr telepathisch, wir waren die Einzigen auf dem Flur. Ich der einzige Mensch. Es war früh am Morgen und ich sagte, ich weiß nicht, in welchem Zimmer er ist, ich habe heute viel zu tun. Das sagte ich. Und dann kam der Kohleball. Verschwunden. Einfach verschwunden. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Flur entlang ging, was oft vorkam, denn als Stationsleiter kümmert man sich um die anderen Pflegekräfte und achtet darauf, dass es ihnen gut geht, lief ich sehr schnell und zügig durch die Gänge. Jedes Mal, wenn ich diesen Teil des Flurs entlang lief, erschien sie wieder und bat mich, mich um ihren Sohn zu kümmern. Und es war erst gegen 15 Uhr nachmittags am Ende meiner Schicht, als sie fast flehentlich auf mich einredete und eigentlich sogar ziemlich sauer auf mich war. Ich wäre es. Auch wenn ich mich bemüht hätte, als Passant vorbeizugehen, Alter, kannst du bitte eine Nachricht übermitteln? Ich weiß, du hast viel um die Ohren, aber es ist wichtig. Und es war wirklich so. Sobald ich sie das letzte Mal hören konnte, plötzlich, denn es war wie eine riesige Einheit, es gab so viele Türen, aber plötzlich begann eine der Türen, vor der ich jedes Mal stand, wenn ich sie sah, energetisch zu leuchten. Also fragte ich ihre Krankenschwester, denn zu diesem Zeitpunkt wusste das Krankenhauspersonal, dass ich manchmal etwas anderes in den Zimmern machte. Und ich fragte immer die Krankenschwester des Patienten, bevor ich hineinging und über Energie oder irgendetwas in der Art sprach. Und die Krankenschwester sagte, klar, Sie können reingehen. Also betrat ich das Zimmer, stellte mich vor und fragte den jungen Mann, der im Bett lag, der vielleicht in seinen 30ern war. Neben ihm saß auch eine Frau, etwa im gleichen Alter, von der ich annahm, dass sie seine Frau war. Und ich fragte ihn, ob seine Mutter verstorben sei. Und er sagte ja. Und ich fragte, ob er das irgendwie fordernd fände. Und beide brachen in Gelächter aus. Dann stellte er mir seine Schwester vor und ich sagte, ihre Mutter hat mich den ganzen Morgen angeschrien, hier reinzukommen und Hand aufzulegen. Sie möchte eine Botschaft übermitteln, aber ich weiß nicht welche. Darf ich Ihnen die Hände auflegen? Das tat ich. Und ich hörte seine Mutter, die sagte, er habe noch Zeit. Er litt an einer unheilbaren Krankheit und fürchtete, dass dieser Krankenhausaufenthalt der letzte sein könnte. Zeit auf Erden. Und sie wollte, dass er weiß, dass er noch Zeit hat und dass er nach Hause gehen und bei seiner Familie sein wird. Und sie würde warten, wenn es Zeit für ihn wäre, hinüberzugehen. Aber es war noch nicht ganz so weit. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, eine wunderbare Erfahrung. Maria, darf ich dich um deine Sicht bitten? Deine Perspektive ist einzigartig, da du im medizinischen Bereich tätig warst. Übrigens ist mir aufgefallen, dass viele aus deinem Bereich manchmal zurückweisen, ihre Talente zurückweisen und einen komplett anderen Weg gehen. So wenden sie sich, obwohl ich mit chinesischer Medizin aufgewachsen bin, dieser zu, oder ich entscheide mich für die Wissenschaft, weil das ist nichts für mich. Doch sie finden oft zurück. Schau dir Susanne Giesmann an, unsere Freundin, wohin ihr Weg sie führte. Air Force One. Aus ihrer Sicht habe ich so viele Geschichten von Krankenschwestern gehört, speziell Krankenschwestern, nicht so sehr von Ärzten, aber Krankenschwestern, die an vorderster Front stehen, in vielerlei Hinsicht sogar mehr als Ärzte. Nichts gegen Ärzte,
Aber die Krankenschwestern sind immer im Zimmer. Ärzte kommen rein, gehen raus, kommen rein, gehen raus. Und sie betreuen immer mehrere Patienten gleichzeitig. Aber Krankenschwestern sind im Allgemeinen immer im Zimmer und bekommen alles mit. Sie erleben Leben, sie erleben Tod. Ich hörte von Menschen mit Nahtoderfahrungen, die zurückkamen und berichteten, wen sie sahen. Meist ist die erste Person eine Krankenschwester. Und da war diese tolle Geschichte, die ich gehört habe. Und dann kam er zurück und meinte, ich komme gerade von diesem wunderschönen Ort zurück. Und sie so, er plappert einfach drauf los. Er ist gerade vom Sterben zurückgekommen. Und sie so, du warst in der Abwicklung, jetzt bist du zurück. Du musst damit klarkommen, zurück zu sein, tut mir leid. Aber sie sagt, nein, du musst jetzt akzeptieren, dass du wieder auf der Erde bist und vorerst nicht zurückkehrst. Aus deiner Erfahrung mit vielen Pflegekräften, wie viele solcher Geschichten, wie weise sie über ihr Alter hinaus sind, im Wissen um das Gesehene und Ungesehene, akzeptieren sie nach dem Motto, es gibt eine andere Seite. Ich habe dies gesehen oder das gehört. Und im medizinischen Bereich wird es einfach akzeptiert aus deiner Sicht. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, dass besonders intuitive Menschen wie Pflegekräfte sich zum medizinischen Bereich hingezogen fühlen. Ein guter Arzt würde, wenn eine Krankenschwester ihn nachts anruft und ihre Besorgnis nicht genau erklären kann, sie hat sicher einen klinischen Grund, umgehend ins Krankenhaus kommen und dies zur ersten Visite machen, da viele Krankenschwestern sehr intuitiv sind. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Krankenhäuser zu meinen Lieblingsorten zählen. Ich liebe sie und vermisse die Arbeit dort täglich, auch wenn ich meine jetzige Tätigkeit noch mehr schätze. Weil ständig so viele Menschen ein- und ausgehen. Energetisch betrachtet, Menschen kommen auf den Planeten, werden geboren. Menschen gehen, ihre Energie wechselt über. Und natürlich, sobald du beginnst, deinen Körper zu verlassen, steigt deine Energie sehr schnell an. Du erwirbst in so kurzer Zeit so viel Wissen und Information, während dein Körper deine Energie in den Himmel schießt, nicht wahr? Selbst wenn es Wochen oder Monate oder Jahre dauert, bis du vollständig hinübergehst, erlangst du so viel grundlegendes Wissen. Aber es gibt Tore, riesige Tore, die offen stehen zwischen unserer Welt und den anderen Welten, und sie sind gewaltig. Sie erscheinen mir wie Torbögen. Sie könnten hunderte Meter hoch und hunderte Meter breit sein, weil so viel Austausch stattfindet. Geistführer helfen einem neugeborenen Baby, das sie ihr ganzes Leben lang leiten werden. Vielleicht sogar geliebte Menschen, die sie in physischer Form nicht treffen werden, aber ihnen begegnet sind, bevor sie sich entschieden haben zu reinkarnieren. Wie Großeltern oder Urgroßeltern helfen auch bei der wunderschönen Ankunft des Fötus und des Säuglings auf dem Planeten. Und dann gibt es Wesen, die Menschen sind und die irdische Welt verlassen werden. Und es gibt Menschen aus früheren Leben, die bei ihrer Heimkehr dabei sein wollen. Denn nach Hause zu gehen ist an sich wie eine Babyparty. Aber auf der anderen Seite ist jeder auf der anderen Seite aufgeregt, dass Menschen nach Hause kommen. Wir betrachten die Erde nicht als unser Zuhause. Es ist eine vorübergehende Realität, in der wir exquisite, vertraglich festgelegte, einzigartige Erfahrungen machen, die uns helfen, unsere Seelen zu entwickeln. Es ist also ein sehr belebter Ort, mit allen Arten von Engeln und Erzengeln und verstorbenen Lieben und Wesen, die man vielleicht seit Jahrhunderten nicht gesehen hat, die einen begrüßen, wenn eine Seele sich entscheidet, diesen einzigartigen blau-grünen Planeten zu verlassen. Das ist unfassbar. Wenn Geister versuchen, Kontakt zu dir aufzunehmen, wie die Dame im blauen Schleier. Der blaue Schleier. Wie ist die Energie? Hast du ein bestimmtes Gefühl? Gibt es einen Geruch oder eine Art körperliche? Welche Auswirkungen ergeben sich in diesem Prozess, wenn man so will? Meine Geistführer sind sehr gut darin, mir zu zeigen, wie ich meine Schwingung halten kann, um gesund zu sein und das Leben zu genießen. Meine Erfahrungen sind unglaublich positiv. Ich arbeite daran, meine Energie so zu kalibrieren, dass sie fließt. Als ich im Krankenhaus erstmals Patienten berührte, spürte ich ihr körperliches Unbehagen. Es war unangenehm, da die Patienten sehr krank und unter starken Medikamenten waren. Ich war von Schmerzen durchdrungen und musste das Krankenhaus verlassen, um neben der Cafeteria beim Wasserfall zu sitzen, bis mein Körper die Energie losgeworden war. Meine Geistführer lehrten mich früh, meine Energie schneller zu lenken. Was oft geschieht, und das ist interessant, ist, dass Dinge um mich herum anfangen zu leuchten. Es ist visuell, sehr visuell für mich. Ich meine, ich spüre die Wärme und es fühlt sich an, als würde mein Körper auf einer höheren Frequenz laufen.
so als wärst du richtig aufgeregt und glücklich. Diese Dinge passieren mir, aber ja. Ich sehe einfach Leute, etwa wenn ich mit jemandem arbeiten soll oder jemand in meinem Kalender steht. Ich will nicht wissen, warum sie einen Termin haben. Ich gehe unvoreingenommen heran. Dann beginnen Verstorbene mir zu folgen und helfen zu Hause beim Wäschefalten, Geschirrspülen oder mit dem Hund Gassi gehen. Wenn ich mich dann hinsetze, alles läuft über Zoom heutzutage, und mit dem Klienten spreche, kommt der Moment, wo ich realisiere, oh, dein Vater ist mir den ganzen Tag gefolgt. So erkenne ich, wer die Person ist. Also wenn ich mit Medien spreche, verwende ich immer das Beispiel von Whoopi Goldberg in Ghost, Nachricht von Sam, was einfach fantastisch ist. Fantastischer Film. Im Film hatte sie praktisch keine Kontrolle darüber, wer auftauchte, wann sie auftauchten, wie sie auftauchten. Ich meine, im Film übernehmen sie tatsächlich ihren Körper und durchleben ihn sozusagen und all das Zeug. Aber generell gesprochen, gibt es für dich ein Schild mit geschlossen und eines mit geöffnet? Oder tauchen die Leute einfach auf, wann immer sie verdammt nochmal wollen und du musst irgendwie damit klarkommen? Oder liegt es in deiner Entscheidung zu sagen, ich bin gerade geschlossen? Ich musste früh klare Regeln festlegen, denn Grenzen gehen um uns selbst und betreffen nicht andere. Also setzte ich bewusst Grenzen. Ich könnte in einer Kaffeeschlange stehen und jemand beginnt ein Gespräch. Plötzlich müsste ich mit einem Fremden über persönliche Angelegenheiten wie einen Elternteil reden. Die Leute sind dankbar, doch dann weinen sie und ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht, was mich zu spät zu meinem Termin bringen könnte. Es ist immer das Gleiche. Daher habe ich eine Regel. Niemand darf mich stören. Es sei denn, ich arbeite oder es geht um etwas Dringendes, wie eine arterielle Blutung. Es muss ein echter Notfall sein. Du darfst nicht einfach herkommen und reden, weil du deinen Sohn vermisst. Ich bin gerade bei Costco, um Bio-Erdbeeren zu holen. Ich könnte sonst vergessen und normale nehmen. Ich will aber unbedingt die Bio-Erdbeeren. Ich möchte wirklich die Bio-Erdbeeren. Also, ich habe Regeln, das heißt bei Unterbrechungen. Dann widme ich dem meine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Ich erinnere mich an einen Freitagabend im Restaurant mit einem Freund. Nachdem ich ein wenig Wein getrunken hatte, ging ich zur Toilette. In der Kabine musste ich pinkeln. Es ist egal, ob es Toiletten, Waschbecken, Badewasser oder Ozeanwasser ist. Geister fühlen sich zu Wassermolekülen hingezogen, da wir und die Erde hauptsächlich aus Wasser bestehen. In der Kabine erschien plötzlich eine verstorbene junge Frau. Jung, weil 30 für mich heute ein junges Alter ist. Sie erklärte, sie sei kürzlich gestorben, ihr Mann sei im Restaurant und sehr traurig. Sie wünschte, ich solle mit ihm reden. Wir führten eine mentale, telepathische Unterhaltung. Sie berichtete, jahrelang eine kontrollierte chronische Krankheit gehabt zu haben, bis unerwartet etwas geschah. Irgendwie in ihrem Körper umgeschaltet hat und sie unerwartet starb, so unerwartet, dass... Und ich sagte ihr, meine Stunden, er sollte mich anrufen. Ich muss jetzt gehen, hier ist meine Visitenkarte. Im Grunde genommen habe ich genau das getan. Also ging ich ins Restaurant. Wir saßen an der Bar, ich neben meiner Freundin, und sie sagt zu mir, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ein Mann kam zu mir und erzählte, dass er mit seinem Zwillingsbruder hier ist, dessen Frau gerade verstorben ist. Und ich lud sie ein, mit uns zu Abend zu essen. Ich sag, okay, prima. Also die Frau in der Kabine, wer? Wenn die Leute wirklich wollen, dass du für sie arbeitest. Und ich will nicht undankbar wirken. Ich habe früher 25 Leute pro Woche gesehen. Ich habe viel gearbeitet. Wenn jemand dich wirklich sehen möchte und es von großer Bedeutung ist, dann werden sie einen Weg finden, es zu ermöglichen. So kam es, dass ihr Ehemann und ihr Schwager zu unserem Tisch herüberkamen und sie schrie mich die ganze Zeit an, ich solle ihm eindringlich sagen, dass er aufhören muss, Alkohol zu trinken und dann zu fahren. Ich solle ihm klarmachen, dass er das Trinken und Fahren unterlassen muss. Er befand sich also in einer so tiefen Trauer, dass er zu trinken begann und trotzdem fuhr. Also sagte ich ihm, dass seine Frau direkt neben mir steht. Und er fing einfach an zu weinen. Er benutzte alle Servietten und schneuzte sich. Er war verärgert, weil er wollte, dass sie mit ihm spricht. Ich sagte, es ist nicht so, dass sie nicht mit dir sprechen will, aber du musst deine Energie anheben. Sie existieren auf einer hohen Schwingungsebene, während die Erde eine der niedrigsten Frequenzen hat. Du musst deine Schwingung erhöhen, um eine dauerhafte Verbindung zur multisensorischen Welt herzustellen. Und ich sagte, Trauer sei zwar schön und nötig, doch eine niedrige Frequenz. Und ich sagte, sicher wirst du sie einmal im Traum sehen.
Oder du könntest wirklich eine Begegnung mit ihr haben, was derzeit schwierig wäre. Also sagte ich, sie fleht dich an, bitte hör auf zu trinken und Auto zu fahren. Daraufhin versprach er, einen Trauerberater zu konsultieren. Ich sprach am folgenden Montag kurz mit ihm und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr. Bin aber dankbar, dass sie hat alles Notwendige getan, damit ich meine Arbeit gut mache. Wer ist eigentlich für die Durchsetzung dieser Regeln verantwortlich? Sind es deine spirituellen Führer oder geschieht es automatisch, wenn du deine Absicht manifestierst? Ich denke, wenn deine Absicht authentisch ist und du nicht zu viel Spielraum in deiner Absicht lässt, wenn du nicht zu nett bist oder nicht zu sehr kompromittierst, dann hält sich das Universum daran. Denn freier Wille ist das stärkste Gesetz in allen Universen. Okay, das ergibt absolut Sinn. Gibt es bestimmte Zeiten und Orte, die eine Verbindung erleichtern, oder ist es einfach überall möglich? Ich scheine keine Probleme zu haben mit der Verbindung. Ja, ich kann eigentlich überall sein. Ich war bei der Bank und habe mit meiner Bank gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass ihr Vater gestorben war. Und er tauchte auf, mitten in unserem Gespräch. Wieder viele Tränen, Servietten, Taschentücher Hast du immer Taschentücher dabei? an dieser Stelle. Ich werde sicherlich deinem Beispiel folgen, ganz bestimmt. Ich meine, jedes Mal, wenn du nun jemanden ansprichst, es scheint ein Berufsrisiko zu sein. Dann lass mich dich fragen. Gibt es eine Möglichkeit, die Schwingung zu erhöhen, wie du erwähnt hast, um intuitive Kräfte in uns zu wecken? Was können Menschen tun, um Nähe zu ihren Liebsten aufzubauen? Vielen Dank, dass du mich das fragst. Einer meiner größten Freuden ist, dass ich bis zu meinem 37. Lebensjahr keine Ahnung hatte, dass ich diese Fähigkeit besitze. Ich habe viele Menschen gesehen, die begabt und talentiert sind. Jeder besitzt natürliche Gaben und Talente. Doch manche entdecken sie nie, was mir große Traurigkeit bereitet. Deshalb ist es eine meiner Freuden, Menschen zu helfen, ihre Großartigkeit zu entdecken, zu lernen, wer sie sind und ihre Gaben und Talente zu finden. Besonders begeistern mich die multisensorischen Talente. Also erinnern sich Wesen, die hinübergegangen sind, beim Verlassen ihres Körpers, dass ihre Energie aufsteigt und sich beschleunigt. Im Gegensatz dazu ist unsere Energie auf der Erde langsamer, mit niedrigerer Frequenz und Schwingung. Beim Aufstieg dehnt sich die Energie des Wesens aus. Es erlangt grundlegendes Wissen und nimmt heilende Informationen auf. Man versteht plötzlich, warum die Eltern so handelten, warum man eine ungewollte Ehe einging. Es eröffnen sich Erkenntnisse, die befreiend wirken und erkennen lassen, dass alles aus perfekten Gründen geschah, die unser Verstand kaum fassen kann. Also, wenn Menschen lernen, ihre Energie auf einer höheren Schwingungsebene zu halten, dann können sie leichter die Frequenz anderer Wesen erreichen. Du, Alex, verfügst über eine hohe Energie, du bist ein fröhlicher Mensch und du hast in deinem Leben hart gearbeitet, um deine eigene Freude und dein eigenes Glück zu entdecken. Das ist nicht immer bei allen beliebt und nicht jeder versteht, was uns persönlich glücklich macht. Aber genau das ist es, was deine Schwingung hochhält, weil du weiterhin achtsam für Freude bist und dich nicht von negativen, gedankenerzeugten Emotionen fängen lässt, die, wie ich denke, die Menschheit fängen und einsperren und Dinge, die nicht existieren oder niemals existieren werden, die uns erschöpfen und unsere Frequenz senken. Also, das Erlernen, deine eigenen authentischen Emotionen zu spüren, ist ausschlaggebend dafür, deine Schwingung zu erhöhen, sodass du wählen kannst, was dir als individuelles Wesen Freude bringt. Gibt es jemals einen Zeitpunkt, an dem Geister auf der anderen Seite einfach keine Unterhaltung führen möchten? Also, wenn ich auftauche und sage, ich muss mit Opa reden und Opa so ist, Opa hat darauf keine Lust. Er will nicht mit dir sprechen. Ist das schon mal passiert? Es ist mir nie passiert, aber es ist üblich und ich habe oft gehört, dass es anderen in den Medien passiert. Aus irgendeinem Grund, bei der ersten Sitzung, die ich mit jemandem habe, erscheint die gewünschte Person. Oftmals, weil Menschen, die verstorben sind, kommen, um Lebenden zu helfen. Sie brauchen keine Hilfe. Verstorbene brauchen keine. Sie haben keinen Körper. Sie müssen nicht essen. Sie müssen keine Steuern zahlen. Sie können die Schöpfung, das Universum, Gott, Erzengel sehen. Sie besitzen all dieses Bewusstsein, aber wenn sie kommen, dann wollen sie helfen. Das ist ihr Wunsch. Sie können Dinge sehen, die wir nicht sehen können oder die wir nicht verstehen. Und deshalb ist es manchmal so, dass die Person, die kommt und die wertvollsten Informationen bietet, nicht unbedingt der Opa ist, auch wenn der Opa vielleicht da ist und ein paar Worte sagt. Es könnte der Nachbar sein, der nebenan lebte und starb, als du noch ein Kind warst. Er verstand grundlegende Dinge über dich und bringt nun Informationen, die deine Seele befreien, damit du dich entwickeln und ein erfüllteres Leben führen kannst.
Du siehst dich als Medium mit hellseherischen Fähigkeiten. Viele assoziieren mit Hellsehern, dass sie die Zukunft vorhersagen können, oft mit Kristallkugeln und Hokuspokus. Doch generell bedeutet Hellsehen, dass du mir meine Zukunft offenbaren oder mich auf irgendeine Art und Weise führen kannst. Wenn du nicht direkt mit einem Geist kommunizierst, woher beziehst du dann deine Informationen? Es variiert ja, ob jemand ein Kanalisierer ist, auf die Akasha-Chronik zugreift oder mit Geistführern spricht. Welches ist deine Informationsquelle? Meine Informationsquellen sind vielfältig. Ich kann in den Akasha-Chroniken lesen, mit Verstorbenen reden oder mit Geistführern kommunizieren. Ihr Körper spricht zu mir. Ich schätze diese Vorstellung, will aber nicht abgehoben wirken. Zu weit hergeholt. Ich mag die Idee, mit Gott zu sprechen. Ich glaube, wir sind alle Gott. Wir sind alle Teil der Schöpfung. Wir sind unersetzlich. Daher denke ich gerne, dass ich mit dem höheren Bewusstsein spreche, das jedem Einzelnen zur Verfügung steht. Und das ist für jede Person einzigartig. Manche Menschen sind sich ihrer Verbindung zu ihren Geistführern stärker bewusst. Andere fühlen sich wohler mit ihrer Verbindung zu verstorbenen Angehörigen. Und ich führe gerne Gespräche mit wem auch immer, das zu ihrem höchsten Wohl verfügbar ist. Wie empfangen Sie Informationen durch Gedanken, Gefühle oder hörbare Signale? Wie erreichen Sie sie? Es kann alles davon sein. Worauf Medien hoffen, ist das innere Wissen. Man könnte etwas sehen, etwas hören, etwas fühlen. Mir persönlich ist es egal, auf welche Weise es rüberkommt. Ich möchte es einfach nur wissen, also ich bin sehr hellseherisch, sehr visuell veranlagt. Als Medium passiert es mir, dass ich die Namen von Verstorbenen nicht höre. Ich interessiere mich eigentlich auch nicht für menschliche Namen. Menschen erscheinen mir nicht wie ihre Namen. Sie wirken wie Energie, die ganz anders aussehen kann als ihr Name. Wesen von der anderen Seite, denn sie wissen genau, wie Medien funktionieren. Sie wissen, dass ich sehr visuell bin, also zeigen sie mir, wie sie aussehen. Ich kann ihre Persönlichkeit erkennen, wie ihre Kleidung aussah, ihre Haare, all diese Dinge. Und dann, das Wichtigste für alle Psychiker, alle Intuitiven, man muss fühlen, was man erlebt, ob man es hört oder sieht oder ein Wissen hat. Man muss fühlen, was es bedeutet. Also wenn ich an jemandem arbeiten würde und ich sehe Vitamin C. Das Symbol dafür um ihren Körper schweben, muss ich fühlen. Brauchen Sie mehr Vitamin C? Ach, Sie haben Sie zu viel Vitamin C. Also muss man fühlen, die Informationen, die man erhält. Ich muss fragen, wann war der seltsamste Zeitpunkt, an dem Ihnen Geister erschienen? Ich nehme nicht an, dass es unter der Dusche war, hoffentlich. Aber wann war es, als Sie etwas taten und dachten, jetzt wirklich? Es war tatsächlich unter der Dusche. Ja, meine Cousine. Meine Cousine, die zur Familie gehörte. Ja, das war sie. Aber wir hatten uns ein paar Jahre vor ihrem Tod entfremdet. Ihr Mann vergnügte sich mit anderen in ihrer Ehe. Und als ich sie besuchen ging, wollte ich nicht bei ihnen zu Hause übernachten. Und das hat sie verärgert. Ich hatte eine süße Wohnung gemietet. Ich lud sie ein, bei mir zu bleiben. Doch sie war sauer und verletzt, weil ich ihre Gefühle verletzt hatte. Danach sprach sie nicht mehr mit mir. Viele Jahre später erfuhr ich, dass sie unheilbar krank war. Ich schickte ihr Blumen und versuchte Kontakt aufzunehmen. Doch sie war wohl zu schwach zum Reden. So konnte ich nie mit ihr sprechen, bevor sie starb. Eines Morgens stand ich dann buchstäblich unter der Dusche und sie hat große Glastüren und ich schaue durch und da ist meine Cousine. Sie sieht umwerfend schön aus. Sie war sowieso hübsch, lehnt sich an, die Spüle und die Arbeitsplatte, vielleicht 8 Fuß entfernt, sah sie umwerfend aus. Sie sagte etwas Verrücktes, das mich schockierte. Das liebe ich an Intuition. Sie ist überraschend. Sie folgt nicht dem, was der Verstand rät. Der Verstand ist kein Ort hoher Schwingungen für uns. Er ist ein logisches Werkzeug zur Unterstützung. Ich schalte mich pünktlich dazu und sorge für gutes Licht in unseren Räumen, nicht wahr? Also sagt sie, nachdem wir uns begrüßt hatten, ich hätte sie tatsächlich umarmt, denn Leute von der anderen Seite wirken genauso groß wie wir. Und dann sagt sie zu mir, sie meint, ich soll mir merken, dass auch sie Spaß in der Ehe hatte. Und ich hatte völlig vergessen, dass sie das auch zu Beginn ihrer Ehe getan hatte. Ich hatte es völlig vergessen. Und sie war da, um mir beizubringen, nicht zu urteilen und die Entscheidungen der Menschen zu akzeptieren. Es war ein sehr tiefgründiger, schöner, wunderbarer Moment für mich. Wie lange bleiben Geister, frage ich Sie, denn als Sie Ihren Cousin erwähnten, wie lange bleiben sie? In der Gestalt, in der Sie in diesem Leben waren, dem Avatar, den Sie annahmen, ist es, nachdem jeder, der sich an Sie erinnert, auf der anderen Seite ist?
Ist es völlig anders? Oder projizieren Sie sich nur in diesem Leben so? Wie ist das beschaffen? Interessante Frage. Sie können beim Verlassen der Erde jede Form annehmen und müssen nicht wie etwas Spezifisches aussehen, außer Sie möchten es. Also gibt es sozusagen eine Anzeigetafel außerhalb jedes Mediums. Das haben mir meine Geistführer beigebracht. Nach dieser Kobaltfrau, ich dachte mir, wie soll ich bloß mit mehr verstorbenen Menschen kommunizieren? Denn sie sagten, oh, du bist ein Medium. Überraschung. Ich frage mich, wie ich das anstellen soll. Es ist ein Hologramm, das mir wie eine Werbetafel voller Informationen vorkommt, damit Seelen, die vorbeiziehen, wissen, wie sie auf das Medium reagieren sollen. Zur Beantwortung Ihrer Frage. Sie können aussehen, wie Sie möchten, aber da ich sehr visuell veranlagt bin, zeigen Sie mir, wie Sie aussahen, als Sie noch in physischer Form waren. Üblicherweise vergingen früher 100 Menschenjahre, bevor jemand wieder auf die Erde reinkarnierte, weil die Zeit dort sehr schnell vergeht, schneller als auf der Erde. Die Erde ist nun sehr beliebt, fast wie ein heißes Zentrum für potenzielles Bewusstseinswachstum. Wir sind der Club, in den wirklich jeder will. Ja. Und so warten die meisten Seelen 50 bis 100 Jahre. Sie warten nicht unbedingt auf der anderen Seite. Es gibt hunderttausende Dimensionen. Und je nach deinem Bewusstseinszustand kannst du besuchen und sein, wo immer du möchtest. Sie warten 50 bis 100 Jahre, bevor sie sich für eine Reinkarnation auf Erden entscheiden. War das deine Frage? Ja, genau. Mit anderen Worten, es scheint, als würden Sie sich einfach als das projizieren, was Sie möchten. Hier, anstatt als Bob herumzulaufen, für die nächsten 100 Jahre dort oben oder wo auch immer dieser andere Ort ist. Und wenn sie reinkarnieren oder sich entscheiden, fern der irdischen Ebene zu sein, existiert stets eine Geistesschwingung jeder Lebenszeit, die wir erlebt haben. Sie ist nicht so lebendig, wie wenn du dich direkt mit der Person verbindest, wie bei meinem Cousin. Als ob keine Zeit vergangen wäre und wir einfach abhingen, uns kaputt gelacht und eine wunderbare Zeit verbracht hätten. Es gibt gleichsam eine geistige Repräsentation dieser Energie, denn Energie stirbt niemals. Ich spüre, wenn ich mit jemandem rede, der schon reinkarniert ist, der erneut auf der Erde weilt. Ich kann mit ihrem geistigen Aspekt, mit der Energieerinnerung an ihr Leben kommunizieren. Also glaubst du, du könntest mit Bobs Geist sprechen, obwohl er schon als Fred auf Erden ist? Es ist selten. Es ist sehr selten, denn nach meinem Verständnis gibt es kein früheres oder zukünftiges Leben, das alles genau gleichzeitig geschieht. Was schwer zu verstehen ist, aber ich begreife es. Ich hatte ein hervorragendes Beispiel dafür. Einer meiner Gäste sagte mir, es sei wie beim Fernsehen. Man schaut eine Sendung, aber man weiß, dass gleichzeitig 1000 andere Sendungen laufen, nur ist man eben nicht auf diese Sendung eingestellt. Ich fand, das war eine großartige Erklärung. Großartige Beschreibung, denn wir erleben auch gleichzeitig mehrere Leben. Wir sind nicht nur hier auf der Erde und erleben diesen magischen Moment. Wir sind an mehreren Orten. Dieser Gedanke der verlorenen Seele, Geister oder Geistwesen, die existieren, gefangen in einem Haus oder mit unerledigten Angelegenheiten, das ist seit langem Teil der Überlieferungen. Deine Sicht? Ist das wahr? Wie wahr ist das? Bob hatte hier in diesem Haus einen tragischen Unfall erlitten und jetzt scheint es, als würde er gleichsam bei uns spuken oder hier herumhängen und kann einfach nicht weiterziehen. Zudem war er auch ein Teilnehmer im Bürgerkrieg. Also existiert so etwas tatsächlich aus deiner Perspektive? Wie ist das möglich? Wie funktioniert das Ganze? Das stimmt. Wenn Energie den Körper verlässt, denke daran, dass der freie Wille das stärkste Gesetz im Universum ist. Selbst wenn Engelsschwöre beim Übergang helfen, müssen sie es nicht tun, wenn sie nicht wollen. Das wird sehr respektiert. Unsere Individualität und unser freier Wille sind hochgeachtet. Also wenn jemand im Leben feststeckt, weil er keine innere Arbeit geleistet hat, was manche nicht tun, oder wie meine Führer sagen, es ist so wenig, dass ich es kaum wahrnehmen kann. Manchmal warten Menschen, bis sie hinübergehen, dann blicken sie zurück auf Erde und Familie und beginnen die innere Arbeit aus neuer Perspektive. Bei einem schrecklichen, tragischen Verlust oder unerwarteten Lebenswenden kannst du im Astralbereich verweilen. Jenseits unserer Dimension liegt die 4. Dimension. Für mich ist die 5. Dimension gleichsam der Himmel zur Erde. Die 4. Dimension, bekannt als Astralebene, ist eine umfassende Zeitraumrealität. Hier sind die Akasha-Chroniken verortet, die Einblicke in frühere Leben gewähren. Medien und Verstorbene durchqueren die Astralebene regelmäßig, was uns ermöglicht,
Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. Und so bleiben sie stecken, wenn man so will, weil sie bleiben möchten. In gewisser Weise könnten sie ein Zuhause heimsuchen. Üblicherweise sind es jedoch gerade die schwierigen Spukerscheinungen, die ich betrachte. Es ist meist mit jemandem verbunden, der psychische Herausforderungen erlebt, wie Depression, Traurigkeit oder Schlaflosigkeit. So treffen diese zwei Schwingungen aufeinander, nicht wahr? Es muss meiner Meinung nach etwas Stetiges in ihrer Erfahrung vorhanden sein. Also anders gesagt, wenn sie schwingen auf einer hohen Frequenz, sie würden wohl kaum in ein Haus ziehen, wo ein oder zwei Geister sind, generell gesagt. Keine Verbindung hergestellt. Ich habe keine Angst vor Geistern. Ich finde sie cool und interessant, ganz und gar. Ja, deine Perspektive ist einzigartig, Marie. Ich widerspreche. Viele andere auch. Onkel Bob, der in der Ecke hängt, flippt sicher total aus. Aber ich wähle eher eine neue Konstruktion. Wahl. Aber wer kennt das Land? Dort könnten doch Leute sein, oder? So. Es gibt auch wirklich interessante Korridore, die lange genutzt wurden, wo Wesen von einer Dimension in eine andere gelangen konnten. Sie sind quasi wie Tore, ähnlich wie ein Krankenhaus, aber es sind tatsächlich Portale, die Dimensionen verbinden. Und deshalb möchte man kein Haus mit einem offenen Portal. Manchmal rate ich meinen Klienten, wenn ich das bei ihnen sehe, es mit Kristallen und ähnlichen Dingen zu schließen, damit nicht ständig irgendwelche kleinen Schlingel oder laute Wesen hereinschneien oder Chaos anrichten. Aber es hat etwas Schönes herauszufinden, wie jemand heilen kann, damit er hinübergehen kann. Ich finde es irgendwie schön, in der Nähe von Seelen zu sein, die das noch herausfinden wollen. Gibt es etwas, das wir tun können, um uns vor negativen Energien oder Ähnlichem zu schützen, die in unser Leben treten? Ich bin kein großer Fan des Wortes Schutz, weil ich finde, dass es eine niedrige Schwingung hat. Aber ich glaube, dass eine hohe Schwingung uns natürlich schützt. Wenn wir also glücklich und erfüllt sind, was für Menschen von Moment zu Moment variiert, es sei denn, sie sind präsent, dann dehnen wir unser Aurafeld natürlich aus. Und ein gesundes Aurafeld erstreckt sich über etwa 3 Stadtblocks in jede Richtung. Und stell dir deine Aura vor wie deine Haut, die dich vor Hitze oder Kälte schützt oder wenn du gegen ein Möbelstück stößt oder fällst. Sie schützt das Gewebe und die Gefäße darunter. Das Aurafeld tut genau dasselbe für unser Energiesystem und sogar für unsere physische Form. Also, wenn wir uns präsent fühlen, können wir sogar ganz allein unsere Auren erweitern. Es ist ein Teil von uns. Wenn wir es erweitern, dann denke ich, schafft das den Schutz, der niedrig schwingende Energien von unseren hohen Frequenzen fernhält. Gibt es Geistführer, Engel oder andere verstorbene Verwandte, die uns umgeben? Ständig. Sind sie eine Form von, nennen wir es, Schutz oder Beistand? Eine Art Schutzschicht, wenn Sie so wollen, gegen solche Dinge? Ich frage, da man mir diese Frage ständig stellt. Das hören Sie sicher auch oft. Ja, absolut. Ich meine, Ihre Geistführer sind Ihnen verpflichtet. Sie müssen bei Ihnen bleiben, von dem Moment an, in dem Sie gezeugt werden, bis zu dem Moment, in dem Sie hinübergehen. Und dann entscheiden sich manche Familienmitglieder dafür, ein wichtiger Teil unseres Lebens zu sein. Und deshalb, eines Tages werden Medien keine Arbeit mehr haben. Jeder wird in der Lage sein, mit seinen Lieben zu kommunizieren. Denn eigentlich ist jeder dazu fähig. Wenn Sie Ihre Schwingung erhöhen, Ihren Geist beruhigen, können Sie Verbindungen zu Ihren Lieben herstellen. Ich habe diese Frage in der Show schon einige Male gestellt. Ich würde gerne Ihre Sichtweise hören. Was passiert auf der anderen Seite? Gibt es dort eine Bar? Treffen sich alle in einem Kino? Offensichtlich gibt es die Akasha-Chronik, eine Art Bibliothek. Wirklich? Aber in der Bibliothek treffen sich nicht viele Leute. Das ist wahrscheinlich die coolste Bibliothek überhaupt. Aber allgemein gesprochen, was passiert in dieser sogenannten Zeit? Denn Zeit gibt es auf der anderen Seite nicht. Aber in dieser Zeit, in der Sie zwischen den Leben sind, was geschieht da? Ja, also die Akasha-Chronik ist im Grunde genommen eine Art Bibliothek, die alle menschlichen Lebensrollen umfasst. Sie wird sich erst dann auflösen, wenn die Erde, die noch sehr lange bestehen wird und ihre Frequenz in eine andere Dimension verlagern soll, nicht mehr existiert. Denn dann werden keine Aufzeichnungen für die irdische Ebene mehr benötigt. Sie tun wirklich viel. Ich sprach mit vielen, die keinen Urlaub nahmen, sich nicht erholten und arbeiteten wie Tiere. Jetzt sind sie dort, entspannen sich, haben Spaß und spielen. Sie sagen, ich spiele kein Golf, aber es ähnelt Golf. Ich spiele keine Gitarre, aber es ist vergleichbar. Es gibt viele, die sich entspannen, spielen, Spaß haben und
springen, als würden sie aus einem Flugzeug springen. Keine Flugzeuge vorhanden, doch sie erleben Abenteuer. Oder Luft. Oder Luft. Es gibt arbeitende Menschen, glaub es oder nicht. Also manche Seelen widmen sich der Erweiterung des Bewusstseins und eine Tätigkeit, die ich schon öfter gesehen habe, ist, wenn Menschen arbeiten wirklich im Krankenhaus. Ich weiß es, weil sie meine Liebe dafür kennen. Unheilbar kranke Kinder tun sich schwer, hinüberzugehen, weil ihre Eltern sie festhalten wollen. Medizinisches Personal bemüht sich, sie am Leben zu erhalten. Geister, die schon hinübergegangen sind, besuchen sie deshalb abends oder nachts, spielen Videospiele, reden und helfen ihnen, den Übergang vorzubereiten. Sie werden ihre Körper verlassen. Diese Geister bieten ihnen so eine Art Therapie und Beratung durch gemeinsames Spielen an, damit sie sich aufs Abenteuer vorbereiten können. Ich hörte, es gibt Hüter in der Akasha-Chronik, also denke ich, naja, jemand tut diesen Job. Sie wirken auf mich nicht menschlich, sind etwa 6 Meter groß. Sie ähneln Ben. Also haben sie ein männliches Erscheinungsbild. Wieder erscheint diese kobaltblaue Farbe in meinen Visionen, wie ein Gewand, das sie von Kopf bis Fuß umhüllt, und sie erreichen problemlos die Schriftrollen in den hohen Regalfächern. Und sie holen sie herunter und stehen ihnen zur Seite. Sie überwachen die Akasha-Chronik. Es gibt also Aufgaben anderswo, die Sie ausführen möchten, ob Sie wollen, beabsichtigen oder genau wie gewünscht. Haben Sie hinter dem Horizont mit Robin Williams gesehen? Natürlich, das habe ich gemacht. Ich hatte den Produzenten bei mir zu Gast. Andere Seite. Das ist was. Das ereignet sich auf der anderen Seite. Das ist also eine der Sachen, die ich mir gedacht habe. Denn als ich diesen Film sah, und ich habe das schon von so vielen Nahtoderfahrungen gehört, man erschafft manchmal seine eigene Realität. Das tut man wirklich. Und was Robin gemacht hat, als er dort ankam, wo alles aus Farbe war, weil seine Frau ganz aus Farbe war. Und dann hat es sich langsam aufgebaut und dann, oh, da ist der Hund. Und diesen Baum habe ich immer geliebt. Und, oh, ich wollte wirklich so eine Art italienische Villa haben. Und das hat er dann gebaut. Also all das. Ist das so in etwa, was auf der anderen Seite passiert? Du bist frei, kreativ und einzigartig und entdeckst dich weiterhin. Nun sind die Grenzen menschlicher Existenz überwunden. Wie läuft es also ab für einen aufgestiegenen Meister, einen Jesus, einen Buddha, einen Yogananda Babaji? Diese historischen Persönlichkeiten, die wir kennen, einige aus dem letzten Jahrhundert wie Yogananda, aber dann einige berühmtere. Der am härtesten arbeitende Mann im Fernsehen, sage ich immer, ist Jesus. Er erscheint bei jeder Nahtoderfahrung. Nicht bei jeder, aber ich mache nur Spaß. Aber so diese Typen. Wenn passend erscheint er oder Shiva oder diese Kreaturen. Welchen Zugang haben Sie? Wollen Sie nicht zurückkehren oder kommen Sie nur zurück, um zu helfen? Was sind deine Erfahrungen mit ihnen? Nun, sie wollen nicht zurückkommen. Sie sind so groß, ihre Energie ist jetzt so gewaltig, dass sie ihre Schwingung oder ihre Frequenz oder ihr Bewusstsein nicht verringern wollen, um in eine physische Form zu treten. Denn selbst als du und ich auf die Erde inkarnierten, brachten wir nicht unsere ganze Seele mit. Wir können nur Teile mitbringen, die hilfreich sind und Teile, die Heilung suchen. Denn wir würden verrückt werden, wenn wir unser gesamtes Bewusstsein mitbrächten. Aber eine unglaubliche Expansion. Für Mitgefühl ist es, was aufgestiegene Meisterschaft. Und Selbstmitgefühl. Also, du bist eine alte Seele und ich denke, der Planet besteht ungefähr zu 50% aus alten Seelen und zu 50% aus jungen Seelen. Und jüngere Seelen lernen Mitgefühl. Ältere Seelen lernen Selbstmitgefühl. Sobald du also Mitgefühl gelernt hast, so bedeutsam wie du und ich, wenn ein hartgesottener Verbrecher existiert, soll er ins Gefängnis. Doch wir hoffen, er erhält Bio-Lebensmittel, Therapie und ist dort sicherer. Ich stimme zu. Aber weil wir auf der Erde sind, bin ich sicher, dass wir an Selbstmitgefühl arbeiten. Und aufgestiegene Meister haben gelernt, ihr Mitgefühl für alles, die Schöpfung in den Universen zu vereinen und auch Mitgefühl für sich selbst zu haben. Das ist es, was ihre Schwingung und ihre Frequenz erhöht. Und wohin können aufgestiegene Meister gelangen, auf der anderen Seite, vielleicht zu Orten, die weniger entwickelten Seelen verwehrt sind? Welche Dimensionen existieren? Ich verstehe, dass es vielfältige Ebenen, Dimensionen, unterschiedliche Realitäten gibt. Doch manche Bereiche bleiben bestimmten Seelen verschlossen, deren Schwingungsfrequenz noch nicht ausreicht, um diese Türen zu öffnen oder dorthin zu gelangen. Wohin also reisen aufgestiegene Meister? Ist das ihr Endziel oder gibt es noch höhere Seinsebenen?
Natürlich gibt es Höheres als aufgestiegene Meister. Ich glaube nicht, dass es ein Ende gibt, nicht für das Universum, welches kein leeres Vakuum ist. Wir expandieren stetig weiter und erschaffen fortwährend Neues. Also ja, du hast recht. Es ist deine Energie, die jene Durchgänge öffnet, nach denen wir suchen. Alles auf der anderen Seite dreht sich um subatomare Partikel und Energie. Deswegen kann jemand, der zu seinen Liebsten nicht nett war, ihrer Energie nicht nahe kommen, selbst als verabschiedete Seele. Sie erkennen, dass die Schwingung sagt, du kannst nicht nahe kommen, bis du lernst, nett zu sein. Auf der anderen Seite ist dies viel klarer. Deshalb gibt es dort keine Gewalt, kein Verbrechen, keine Armut und dergleichen. Diese Dinge existieren nicht außerhalb der Erde. Wir sind eine der wenigen Raumzeitrealitäten mit solchen Problemen. Also expandieren wir weiter und gehen zu Dimensionen und Realitäten, die noch gar nicht erforscht wurden. Aber es ist, oh ja, da ist die Schwingung, die uns allen Türen und Tore öffnet. Also das Bewusstsein zu erweitern, ist wirklich das Ziel. Die Ausdehnung des unendlichen Universums, wie wir sie in der physischen Welt kennen, ist anderswo gleich. Eine endlose Vielfalt. Wenn man sich mit Multiversen oder parallelen Dimensionen befasst, beginnt man, deren Unendlichkeit zu begreifen. Jede Entscheidung, die du täglich triffst, könnte anderswo eine neue Realität schaffen. Es gibt eine Realität, in der John F. Kennedy lebt. Es gibt eine Realität, in der DC beliebter als Marvel ist, weißt du? Es gibt ja die verschiedensten Realitäten auf einer größeren Ebene, aber auch ganz individuell. Stell dir vor, ich hätte mit dem was angefangen. Du weißt ja, wir wären gegangen, hätten uns geliebt und ein Kind bekommen. Das hätte die ganze Realität verändert, nicht wahr? All diese Dinge. Ist das wahr? Ja, wenn Menschen beginnen, die finanzielle Freiheit als etwas Normales und Gesundes anzuerkennen, verändert das ihre Denkweise. Das verändert die Schwingung unseres Planeten. Dann beginnen wir, die Fähigkeit zu entwickeln, uns um alle möglichen Menschen zu kümmern und kostenlose Bildung sowie kostenlose Gesundheitsversorgung zu schaffen, all diese Dinge. Also ist die Erde ein zentraler Punkt für die Expansion aller Multiversen. Wenn die Erde weiter wächst, was viele Menschen für sehr problematisch halten, denke ich, dass die Erde glücklicher ist als jemals zuvor in dokumentierter Zeit. Ich glaube, die Schwingung auf der Erde ist wirklich hoch. Wir können diese Gespräche führen. Während die Erde sich entwickelt, unterstützt sie die Expansion des Universums und das Öffnen neuer Dimensionen. Ich glaube nicht, dass dies jemals aufhören wird. Das Universum wird stetig weiter wachsen. Das denke ich auch. Wie auch immer, ich muss Sie fragen, weil wir ein angenehmes Gespräch hatten und Sie und ich sind uns ziemlich ähnlich. Deshalb war das Gespräch sehr locker und verständnisvoll. Aber es gibt wahrscheinlich ein oder zwei Leute, die zuschauen und denken, diese Typen spinnen, diese Dame und dieser Kerl sind verrückt. Sie sind nicht ganz dicht. Was sagen Sie dazu? Ich bin sicher, Sie sind auf Ihrer Reise Skeptikern begegnet. Was entgegnen Sie denen und wie gehen Sie mit dieser Skepsis um, wenn sie ihnen begegnet? Ich hatte auch in meiner beruflichen Laufbahn großes Glück. Ich bin einfach im Verleugnen all der Skeptiker da draußen, aber die meisten Menschen erfahren durch Empfehlungen und Mundpropaganda von mir. Und so haben sie, bis sie von mir hören oder über mich erfahren. Ich fühle mich gesegnet. Früher bat ich das Universum, dass die, denen ich helfen kann, zu mir kommen. Vielleicht wirkte das Gebet, sicher bin ich mir nicht. Aber natürlich gab es auch Momente, in denen Leute negative Dinge zu mir gesagt haben oder so oder per E-Mail. Es ist mir eigentlich egal, was andere Leute denken. Ich glaube, manche Intuitiven und Medien wollen beweisen, dass ihre Praktiken und Glauben real sind. Und für mich ist das nicht besonders spaßig. Ich meine, ich rede gerne darüber. Ich finde es interessant. Ich könnte ewig darüber reden, aber ich möchte einfach meinen Job machen und meine Arbeit und in meiner eigenen Haut in der Welt sein und Spaß haben und mich amüsieren. Also ist es mir egal, was andere Leute denken. Was ist eigentlich das größte Missverständnis über die Geisterwelt, das du gerne richtigstellen würdest? Danke, das ist eine wunderschöne Frage. Wunderschön. Viele fürchten die multisensorische Welt oder das Außen, doch die Erde ist, ehrlich gesagt, weit beängstigender. Wir existieren auf einer niedrigeren Frequenz und ich liebe, verehre die Erde tief. Ich hoffe, ich kehre noch unzählige Male zurück. Ich schätze sie ungemein. Es macht mich glücklich, hier zu sein. Doch viele Menschen fürchten sich vor multisensorischen Erfahrungen. Sie wollen mit ihren Liebsten sprechen
Doch die Angst ist groß, ihre Energie schrumpft und sie können kein Gespräch führen. Manche denken, sie hätten einen Verstorbenen gesehen, sind sich aber unsicher. Oder jemand hat sie nachts aufgeweckt und erschreckt, woraufhin sie ihre Energie zurückziehen. Ich glaube, es wäre nützlich zu wissen, dass Worte wie Hungersnot, Verbrechen, Krieg gibt es nicht in keinem Lexikon außerhalb der Erde. Und es ist viel freundlicher, liebevoller, sicherlich interessant und sehr neugierig, wie dieser Film. So unglaublich interessant. Ich möchte einfach in diesen Film eintauchen und mit all diesen Leuten abhängen und noch mehr lernen. Ein Bewusstsein über das hinaus, was ich in diesem Leben bisher erleben durfte. Das Außerirdische ist schön, liebevoll und freundlich. Tauchst du nur einen Zeh hinein und fühlst dich frei und sicher, wirst du entzückt sein von allem, was es bietet und der Liebe und dem Mitgefühl, die für uns alle auf der menschlichen Seite verfügbar sind. Wie gewährleistest du bei deiner Arbeit, dass die Geister, die sprechen, wirklich Onkel Bob und nicht jemand anders sind? Verkleidung, Täuschung oder ähnliches, vielleicht mit Geistern, die freiwillig oder aus anderen Gründen irdisch gebunden sind. Sie behaupten, Onkel Bob zu sein, sind aber in Wahrheit Fred. Wie geht das vor sich? Das ist wirklich eine gute Frage. Was passiert also bei mir? Bedenkt, ich höre keine Namen, weiß nicht, wo jemand lebte. Solche Fakten fehlen mir. Aber ich kann Personen sehen und zuerst fallen mir die Haare auf, ob vorhanden oder nicht. Seltsamerweise ist das immer das Erste. Wenn ich sie beschreibe, erkennen einige ihre Verstorbenen nicht, haben vergessen, wie sie aussahen oder Onkel Bob ist seit 40 Jahren tot, unbekannterweise. Bis dahin, die Person, der Mensch, mit dem ich spreche, ohne Aha-Moment kann ich nicht fortfahren. Ich werde die Botschaft buchstäblich nicht verstehen. Also ist das nicht seltsam, ein Wohlfühlsicherheitssystem? Natürlich. Ich denke zurück an die Zeit, als ich einen Herrn detailliert beschrieb, so als trüge er Latzhosen. Er war im Freien, eindeutig Landwirt oder Gärtner. Doch die Frau verstand nicht, wovon ich redete. Anfangs war mir die Botschaft unklar und ich sagte, okay, geh nach Hause, sprich mit deiner Familie. Wenn es dann Sinn ergibt, so wie ich es haargenau beschrieben habe, schreib mir eine E-Mail. Daraufhin schickte sie mir ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem die Person genau das Outfit trug, das ich beschrieben hatte, und eine Mistgabel hielt. Mit diesem Foto konnte ich endlich die Botschaft entschlüsseln. Und das Erstaunliche war, sie war nicht einmal für die abgebildete Person bestimmt. Es war für ein Familienmitglied, vielleicht eine Tante von ihr. Ja, also das Universum. Wir hatten wohl einige Vereinbarungen, bevor ich hierher kam. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen. Okay, das ist wichtig für die Leute zu wissen, denn wieder dieses Angstelement, du hast recht. Menschen fürchten sich vor dem Jenseits. Sie haben Angst zu sterben, Angst davor, mit dem Jenseits zu sprechen oder irgendwelche mystischen Erfahrungen zu machen, weil es das Unbekannte ist. Und unser Gehirn kennt nur das Bekannte. Wir fürchten uns vor dem Tiger um die Ecke. Wir wollen nicht gefressen werden. Und das Jenseits ist eine ziemlich große Sache, die um die Ecke lauert. Und Filme helfen wirklich nicht. Diese gruseligen Filme kann ich nicht sehen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich wäre zu Tode erschrocken. Kannst du ein Beispiel für die tiefgründigste Botschaft geben, die du als Medium empfangen und die deine Welt erschüttert hat? Nun gut, dann. Also, wahrscheinlich. Also, da war etwas, weil sie Medium sagte. Es gab da erst kürzlich etwas. Der Ehemann einer Person war verstorben und natürlich wollte sie mit ihrem verstorbenen Mann sprechen, weil die gemeinsam aufgezogenen Kinder waren ihre Stiefkinder. Sie waren unzufrieden mit ihr und der Nachlassregelung, obwohl alles fair verteilt war. Doch oft vergisst man, dass auch die Person, die nach einer Wiederheirat zurückbleibt und nicht blutsverwandt ist, ein Zuhause benötigt. Wir müssen uns immer noch um Menschen kümmern. Hoffentlich bekommt jeder seinen gerechten Anteil. Aber auch diese Person, mit der wir nicht verwandt sind, sollte etwas vom Nachlass erhalten. Leider passiert das manchmal nicht. Und deshalb war der Mensch, mit dem ich sprach, sehr bestürzt und aufgebracht, weil seine ganze Familie sich gegen sie gewendet hatte. Und sie wollte endlich Ruhe in der Angelegenheit, denn sie hatte sich an das Testament gehalten, was großartig war. Er hatte sie dazu ermutigt, bevor er starb. Es war gerecht, denn sie brachte Vermögen in die Ehe. Als alleinstehende Frau, die später im Leben heiratete und Häuser erworben hatte, brachte sie Wohlstand in die Beziehung. Aber die Person, die kam, um ihr für die Erziehung der Kinder zu danken, erschien seine verstorbene erste Frau. Sie hatte es nicht erwartet und ich ebenso wenig.
Ich wusste, dass sie verstorben war, denn sie beschrieb, wie ihre Ehe entstand. Sie war zu Lebzeiten mit dieser Frau befreundet. Sie war schockiert, aber auf positive Weise glücklich, weinte und war begeistert, als die Frau kam und sagte: Danke, dass du dich um meine Familie gekümmert hast, nachdem ich gegangen war. Alles, was sie aus dieser Beziehung gewonnen hatte, hatte sie sich voll und ganz verdient. Und vielen Dank dafür, dass du meinen Mann und meine Kinder geliebt hast, als ich nicht da sein konnte, um mich um sie zu kümmern. Das war eine coole, kürzliche Sache, die wir beide erlebt haben. Es war wirklich unglaublich. Danke, dass du gekommen bist und danke für alles. So großzügig mit deiner Energie und das Wirken dieser Frau auf Erden zu schätzen. Wie kann man es nur lernen, mit der anderen Seite zu kommunizieren? Ich werde in naher Zukunft einen Kurs leiten. Nein, halt! Irgendein Tipp, bevor wir Infos zum Kurs geben? Vielleicht ein kleiner Appetithappen? Ich bin davon überzeugt, dass man untenrum entspannen sollte. Ich bin der Überzeugung, dass das Gehirn ein Organ der Sparsamkeit ist. Es benötigt nicht viel Aufmerksamkeit. Die meisten Menschen halten ihre Energie in der Brust und im Kopf. Nun, ich arbeite meistens mit älteren Seelen, empathische Menschen und ältere Seelen fühlen sich zu jemandem wie mir hingezogen, jüngere Seelen hingegen überhaupt nicht. Und ältere Seelen verbringen so viel Zeit in ihrem Herzchakra, weil sie seit Millionen von Jahren an Mitgefühl arbeiten. Und sie fühlen sich ständig schuldig, verantwortlich, selbst für Weltgeschehnisse, mit denen sie nichts zu tun haben. Sie erschöpfen ihr Herzchakra fortwährend und zehren sich selbst auf. Anders als die meisten Spirituellen und Lehrer bitte ich die Menschen, eine Pause von ihrem Herzchakra zu machen. Das wird ihr Mitgefühl nicht mindern, aber sie müssen lernen, ihre eigene Energie zu spüren. Sie müssen aufhören, ständig jeden anderen zu fühlen. Sie werden diese Fähigkeit nicht verlieren, aber sie müssen lernen, wie sie ihre eigene Energie spüren können. Sobald du den Kopf verlässt und in der unteren Körperhälfte entspannst, verbindest du dich mit der zweiten Aurafeldschicht, dem emotionalen Reaktionssystem. Wahrhaftige Intuition gründet auf echten Gefühlen, nicht auf vom Verstand kreierten Emotionen. Authentische Gefühle, die immer ruhig, mitfühlend und ein wenig überraschend sind, wie die Frau, die in jener Sitzung auftauchte. Wir waren beide überrascht. So weißt du sozusagen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also könnten die Leute den ganzen Tag über mit den Zehen wackeln, ihre Gesäßmuskeln spüren, wenn sie sitzen. Spüre deine Hände auf dem Schoß oder deinen Schmuck und Kleidung. Werde präsent in deiner physischen Form. Ich glaube, es gibt einen natürlichen Übergang zu dieser Schwingung, geprägt von echten Emotionen, Gefühlen und Intuition, der Menschen zu mystischen Erfahrungen führen kann, die ihnen zustehen. Sie verdienen es, diese zu erleben. Wir, die wir das beruflich machen, wissen, dass jeder diese Erfahrungen machen kann. Das wissen wir. Und wir, die darüber lehren möchten, ermutigen und inspirieren andere, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Also, es steckt viel dahinter. Aber ein guter Anfang ist es, sich nicht schuldig und verantwortlich für alles zu fühlen, was auf dem Planeten passiert. Liebe und verehre und schätze dich selbst. Und meide deinen Verstand. Ja, das ist wirklich sehr wertvoller Tipp. Welche Hauptbotschaft oder welche Lektion haben Sie aus der Geisterwelt gelernt, die Sie weitergeben möchten? Es ist so lustig, ich hatte das irgendwie vergessen, bis ich jemandem zugehört habe, der sich gerade geöffnet hatte und dann wieder Susanne Gesemann, die einfach ein wunderbares Wesen auf diesem Planeten ist. Ein unglaubliches Wesen aus Licht ist die andere Seite. Wenn du dich damit verbindest, ist das Hauptgefühl, das du ständig erlebst, Liebe zu dir selbst. Und sie lieben dich einfach so. Tatsächlich tun Menschen das. Viele Menschen verabscheuen sich, sind selbstkritisch und zu sich selbst grausam. Beim Eintauchen in die multisensorische Welt ist es schockierend, Wesen zu begegnen, die freundlich zu dir sind und dich wahrhaftig schätzen. Die gängige Definition des Egos könnte falsch sein. Ich glaube, die wahre Definition von Ego ist Angst. Wenn wir Angst haben, zu viel nachdenken und analysieren, sind wir im Ego gefangen. Wir sollten uns selbst lieben, denn das Universum liebt uns auch. Je mehr Selbstliebe wir entwickeln, desto authentischer schätzen wir uns. Mit steigender Energie nähern wir uns unserem höheren Selbst, unserem Gottbewusstsein.
Das erleichtert es, auf der Erde zurechtzukommen und Freude zu empfinden, während wir diesen magischen Ort gemeinsam erkunden und Abenteuer erleben. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen, wie ich es bei all meinen Gästen tue. Was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Glück, das äußerst persönlich ist. Es ist wirklich persönlich. Das wusste ich nicht. Ich liebe große Häuser. Als ich vor 10 Jahren ein Haus kaufte, meinten meine Kinder, Mama, du solltest kleiner wohnen. Ich bevorzuge aber große Häuser, also lebe ich in einem. Um die Geister, die dir überall hin folgen, zu fangen, brauchst du Platz und ich muss meine Energie entfalten. Was ich also sagen will, ist, dass man Zeit mit sich selbst verbringen und herausfinden muss, was man mag und was nicht und sich dafür nicht entschuldigen oder schämen sollte. Scham ist eine sehr niedrige Frequenzschwingung. Fang an, Dinge zu tun, die dich glücklich machen. Ich liebe beispielsweise Jazz und höre ihn so oft es geht. Natur macht mich glücklich, also verbringe ich viel Zeit draußen und gehe oft mit einem Hund spazieren. Wenn Menschen entdecken, was sie glücklich macht, erfüllt das ihr Leben. Unsere natürlichen Gaben und Talente sind Quellen der Freude und indem du deine Energie darauf ausrichtest, entdeckst du mehr von deiner Authentizität und Dinge über dich, von denen du nie wusstest, dass sie existieren. Glücklichsein ermöglicht uns, diese Dinge zu entdecken, was unser Leben wahrhaft erfüllend macht. Wenn du in die Vergangenheit reisen und mit der kleinen Marie reden könntest, welchen Rat gäbest du ihr? Oh ja, ich habe intensiv darüber nachgedacht und bin froh. Besonders in den letzten 5 Jahren begann ich, Bedauern loszulassen, weil es reine Energieverschwendung ist, auch wenn es menschlich ist. Ich würde ihr sagen, wie liebenswert sie ist. Ich würde ihr meine Liebe gestehen. Ich würde sie in jedem Alter umarmen, ihr sagen, dass ich stolz auf sie bin und wie unglaublich sie ist. Ich wünschte, ich hätte mich früher mehr geliebt. Das ist wirklich mein Wunsch. Das wünschte ich mir. Und alle hatten die besten Absichten. Meine Eltern, unsere Umstände, jeder hat sein Bestes gegeben. Aber viele Menschen erhalten in ihrer Jugend zu wenig Zuwendung. Das belastet uns und erschwert es, Entscheidungen zu treffen, die unserem wahren Wert entsprechen. Wie definieren Sie Gott oder die Quelle? Ja, Energie. Für mich ist Gott Energie. Also wenn ich Gott sehe, was meiner Meinung nach jeden Tag ist, ist es wie eine riesige Feuerkugel, aber ich sehe nicht unbedingt Flammen. Ich liebe subatomare Teilchen, also sehe ich ständig Teilchen. Für mich ist Gott die Quellenergie, eben Energie, wenn die Schöpfung Inspiration erfährt. Eine Seele wird aus diesem Feuer geboren. Das bist du und das bin ich. Also sind wir alle inspirierte Aspekte von, das Ganze besteht aus uns allen. Und ohne uns kann das Ganze nicht existieren. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Kollektive Ziele und individuelle Ziele. Also junge Seelen lernen gemeinsam Mitgefühl, wenn sie in eine vertragliche Realität wie die Erde kommen. Und ältere Seelen, wie ich bereits sagte, lernen Selbstmitgefühl. Ältere Seelen sollten keine Sozialarbeiter sein. Jüngere Seelen werden bessere Sozialarbeiter abgeben, denn Sozialarbeiter arbeiten sehr hart. Und dann hatten wir unsere individuellen Erfahrungen, die wir gerne machen möchten. Ich glaube, sobald man sich selbst kennt, erkennt man seine Bestimmung. Manche wollen lernen, verletzlich zu sein und tiefe, intime Verbindungen einzugehen. Andere streben danach, in ihrer Stärke zu stehen und die Welt positiv zu verändern. Wieder andere möchten entspannt den Tag verbringen, Tomaten züchten und Lebensmittel spenden. Ich glaube, wir haben viele Bestimmungen, doch als Seelengemeinschaft sind wir hier, um Liebe zu verstehen. Das ist der Kern. Wo können sich Interessierte über dich und deine fantastische Arbeit informieren? Oh, danke, das ist sehr nett. Meine Webseite ist energyintuitive.com. Dort läuft meine Radiosendung donnerstags. Über die Webseite kannst du sie hören. Sie wird auch als Podcast verfügbar und ich nehme Anrufe aus dem ganzen Land, manchmal international, entgegen. Es ist meine Art, etwas zurückzugeben, indem ich Fragen beantworte. Ich bin live auf Sendung und ich unterrichte beim Shift Network sowie auch auf meiner eigenen Plattform. Ja, wir setzen einen Link zu Ihrem Shift Network Kurs in die Beschreibung und Shownotizen, damit Interessenten reinschauen können. Es gibt zunächst eine kostenlose Version, richtig? Ja, damit sich alle für Samstag anmelden. Genau, am 14. und 17. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber ja. Ich unterrichte erstmals Medialität über das Schiff-Netzwerk und bin begeistert sowie erfreut darüber.
Das ist fantastisch. Haben Sie eine abschließende Botschaft? Zunächst einmal danke an alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt und diesem wunderbaren Menschen Alex gefolgt seid, der ein so reines Licht ist, der gnädigerweise sendet Energie und Liebe durch die ganze Welt und die Universen. Also danke an alle, die Alex gefunden und ihm zugehört haben, ihm gefolgt sind und hoffentlich das Gespräch, das wir geführt haben, genossen haben. Bitte, bitte, verliebt euch in euch selbst. Bitte. Ich schätze dich und deine Arbeit sehr, mein Lieber, meine Liebe. Vielen Dank noch einmal. Vielen Dank, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.